Griechenland lockt Tausende von Menschen mit seinen türkisfarbenen Meeren, antiken Ruinen und dem entspannten Lebensstil, doch die Hälfte derer, die von einem Umzug träumen, stößt auf Ablehnungen, einzig und allein, weil sie Visa verwechseln und das System nicht verstehen. Stellen Sie sich vor, Sie haben die Koffer gepackt, das Ticket gekauft und an der Grenze werden Sie wegen eines einzigen falschen Dokuments zurückgeschickt, während andere sich ganz in Ruhe am Ägäischen Meer niederlassen und das Leben in der Europäischen Union genießen. In diesem Video erfahren Sie, wie man legal nach Griechenland umzieht, welche Programme wirklich funktionieren, welche Dokumente benötigt werden, warum es zu Ablehnungen kommt und wie teuer das Alltagsleben dort ist. Dieses Video ist ideal für Freelancer, Familien, Investoren, Remote-Arbeiter und alle, die am Meer in einem EU-Land leben möchten. Wir zerlegen alles Schritt für Schritt, beginnend mit dem ersten Eindruck von Griechenland, damit Sie sich vorstellen können, wie es dort wirklich ist. Das Erste, was in diesem Land beeindruckt, ist seine einzigartige Atmosphäre, in der die Zeit langsamer zu vergehen scheint und jeder Tag voller Sonne, Meeresduft, Olivenhain und frischem Gebäck aus den lokalen Bäckereien ist. Der Lebensrhythmus hier ist ruhig und gemächlich, ohne die Hektik und den ständigen Stress, an den Bewohner großer Metropolen gewöhnt sind. Die Menschen genießen einfache Dinge, lange Mahlzeiten im Familienkreis, Spaziergänge durch enge Gassen oder stundenlange Kaffeepausen in Straßencafés, wo die Gespräche wie von selbst fließen. Der Alltag in Griechenland dreht sich um menschliche Beziehungen, frische Produkte vom Markt und die Natur, die immer in der Nähe ist, sei es die Meeresbrise oder bergige Landschaften. Auswanderer lassen sich am häufigsten in Athen nieder, um im Zentrum des Geschehens mit guter Infrastruktur und internationaler Community zu sein, in Thessaloniki wegen des entspannteren Stadtlebens oder auf großen Inseln wie Kreta und Rhodos, wo man Abgeschiedenheit mit allen Annehmlichkeiten verbinden kann. Viele halten Thessaloniki, Chalkidiki oder die Vororte von Athen für die komfortabelsten Orte zum Leben. Hier gibt es alles Notwendige, von Supermärkten bis Krankenhäusern. Das Meer ist in der Nähe und es gibt deutlich weniger Touristenlärm. Der Kontrast zwischen dem touristischen und dem realen Griechenland ist gewaltig. Im Sommer sind die beliebten Inseln überlaufen, die Preise überhöht, laute Partys und dieses Gefühl eines ewigen Festes, das Instagram zeigt, doch außerhalb der Saison oder in normalen Vierteln ist es ein völlig anderes Land, ruhig, familiär, mit Einheimischen, die jahrelang in dieselben Tavernen gehen, sich beim Vornamen kennen und in ihrem eigenen gemächlichen Rhythmus leben. Für Expats beginnt das echte Griechenland genau dort, wo die Touristenpostkarten aufhören, in Vierteln mit normalen Supermärkten, Omas auf Bänken und Kindern, die bis spät abends auf der Straße spielen. Genau dieses authentische Leben zieht diejenigen an, die nicht nur Urlaub suchen, sondern ein neues Zuhause. Um zu verstehen, welcher Legalisierungsweg am besten zu Ihnen passt, schauen wir uns alle wichtigen Programme an, die derzeit für Bürger aus Nicht-EU-Ländern wirklich funktionieren. Jedes hat seine eigene Logik, Einkommens- oder Investitionsanforderungen, gibt bestimmte Rechte und hat Einschränkungen, besonders beim Arbeiten auf dem lokalen Markt wichtig. Die Regeln können sich ändern, deshalb immer einen Anwalt oder Migrationsberater konsultieren, bevor Sie Dokumente einreichen. Zuerst das Programm für finanziell unabhängige Personen, ideal für Rentner oder Menschen mit passivem Einkommen, wie Pensionen, Immobilienmieten oder Dividenden aus dem Ausland. Sie müssen ein stabiles monatliches Einkommen von mindestens 3.500 € für den Hauptantragsteller nachweisen, plus 20% für den Ehepartner und 15% pro Kind. Dieses Einkommen muss vollständig aus dem Ausland kommen, ohne jegliche Tätigkeit in Griechenland. Das Programm erteilt zunächst eine Aufenthaltserlaubnis für 3 Jahre mit unbegrenzter Verlängerung, freien Zugang zum Schengen-Raum, verbietet jedoch kategorisch jede Arbeit oder Geschäftstätigkeit in Griechenland, sogar remote für griechische Firmen. Das ist die Variante für alle, die einfach am Meer leben wollen, ohne vor Ort Geld verdienen zu müssen.
Dann die Digital Nomad Visa, speziell für Remote-Arbeiter und Freelancer, die für ausländische Unternehmen oder Kunden arbeiten. Das Mindesteinkommen ist dasselbe, 3.500 € monatlich nach Steuern plus dieselben Zuschläge für die Familie. Sie reichen Verträge oder Rechnungen ein, die belegen, dass die Arbeit remote und nicht mit dem griechischen Markt verbunden ist. Diese Visa erlaubt bis zu 2 Jahre Aufenthalt mit Verlängerung, freies Remote-Arbeiten, Einbeziehung der Familie und Zugang zur Krankenversicherung. Wie beim vorherigen Programm ist es jedoch verboten, für einen griechischen Arbeitgeber zu arbeiten oder ein lokales Unternehmen zu gründen, sonst verliert man den Status sofort. Für Studenten führt der Weg über die Immatrikulation an einer griechischen Universität oder Sprachkursen. Erforderlich ist die Bestätigung der Bildungseinrichtung sowie finanzielle Garantien von etwa 600 bis 700 € monatlich für den Lebensunterhalt plus Studiengebühren. Das Visum wird für die Dauer des Studiums erteilt mit Verlängerungsmöglichkeit, erlaubt Teilzeitjobs bis 20 Stunden pro Woche, aber das Hauptziel ist das Studium. Nach Abschluss kann man zu einem anderen Programm wechseln, wenn man Arbeit findet oder investiert. Perfekt für junge Menschen, die eine europäische Ausbildung wollen und gleichzeitig legal bleiben möchten. Das Programm zur Familienzusammenführung funktioniert, wenn Sie bereits einen Verwandten mit Aufenthaltserlaubnis oder griechischer Staatsbürgerschaft haben, Ehepartner, Eltern oder Kinder. Sie reichen Nachweise über die Verwandtschaft, finanzielle Abhängigkeit und dass der Sponsor Sie versorgen kann. Sie erhalten dieselben Rechte wie der Hauptantragsteller, inklusive Arbeitserlaubnis, wenn der Sponsor sie hat. Eine der einfachsten und schnellsten Varianten für Familien, aber ohne Hauptresidenten in Griechenland nicht verfügbar. Für diejenigen, die in einem griechischen Unternehmen angestellt arbeiten wollen, gibt es die Visa nach Arbeitsvertrag. Der Arbeitgeber muss nachweisen, dass er keinen Griechen oder EU-Bürger für die Stelle gefunden hat, Quote erhalten und Genehmigung vom Arbeitsministerium einholen. Das Gehalt darf nicht unter dem Mindestlohn für qualifizierte Fachkräfte liegen, Vertrag mindestens 1 Jahr. Die Visa ist an den konkreten Arbeitgeber gebunden, gibt vollen Zugang zum Arbeitsmarkt und Sozialleistungen, aber Jobwechsel ist kompliziert und erfordert neue Genehmigung. Gefragt sind Saisonjobs im Tourismus, IT-Spezialisten, Ingenieure und medizinisches Personal. Schließlich gibt es den Weg über Unternehmertum und Geschäftsgründung. Griechenland erlaubt tatsächlich eine Aufenthaltserlaubnis, wenn Sie ein Unternehmen gründen, ein bestehendes Geschäft kaufen oder ein Projekt starten, das dem Land wirtschaftlichen Nutzen bringt und Arbeitsplätze schafft. Der genaue Investitionsbetrag wird durch den Businessplan und die Art des Projekts bestimmt. Zuständige Behörden prüfen ihn und bei Genehmigung erhalten Sie Aufenthaltserlaubnis mit Recht, das eigene Unternehmen zu führen und Familienmitglieder einzubeziehen. Dieser Weg ist für diejenigen geeignet, die in Griechenland Geschäft aufbauen wollen und ein realistisches Projekt mit nachweisbaren Mitteln vorlegen können. Besonders hervorzuheben ist das Programm Golden Visa, ein direkter und gut eingespielter Investitionsweg, der seit 2013 existiert. Er verlangt kein dauerhaftes Wohnen im Land. Aktuell ist der Mindestinvestitionsbetrag regional gestaffelt. 800.000 € in den am stärksten belasteten Zonen wie Attika und Thessaloniki, 400.000 € in den meisten übrigen Regionen und 250.000 € bei vollständiger Umwandlung gewerblicher Räume in Wohnraum oder Restaurierung historischer Gebäude mit entsprechenden Genehmigungen. Für bestimmte Immobilientypen gilt eine Mindestfläche von 120 Quadratmetern. Der Prozess ist einfach. Sie wählen Objekt oder Projekt, überweisen Geld aus dem Ausland, reichen Dokumente über einen Anwalt ein, kommen einmal zur Biometrie und erhalten nach meist 3 bis 8 Monaten die Familie 5-jährige Aufenthaltstitel mit Verlängerung bei Erhalt der Investition. In den Antrag einbezogen sind Ehepartner, Kinder bis 21 Jahre mit Verlängerung bis 24 bei Studium sowie Eltern. Die Golden Visa
erlaubt Leben in Griechenland und freie Bewegung im Schengen-Raum, verbietet jedoch abhängige Beschäftigung in fremden Unternehmen, erlaubt aber Selbstständigkeit und Führung des eigenen Geschäfts. Zum Statuserhalt genügt es, die Investition zu behalten und die Karten alle 5 Jahre zu verlängern. Bei Wunsch kann der Investor die steuerliche Residenz nach Griechenland verlegen und das spezielle Regime für Großzahler nutzen. Feste Steuer von 100.000 € jährlich auf das weltweite Einkommen für maximal 15 Jahre bei Erfüllung von Investitionsbedingungen von mindestens 500.000 €. Das ist eine separate Option, die unabhängig von der eigentlichen Golden Visa beantragt wird. Jeder dieser Wege öffnet sein eigenes Tor nach Griechenland über Geschäft, Investitionen oder unternehmerische Projekte, und die Wahl hängt davon ab, welche Lebensweise und Tätigkeitsform Sie an Ihrem neuen Ort planen. Zur unbefristeten Aufenthaltserlaubnis kann man nach 5 Jahren wechseln, wenn man tatsächlich mindestens 138 Tage pro Jahr im Land gelebt hat, und für die Staatsbürgerschaft sind 7 Jahre tatsächlicher Aufenthalt plus Bestehen der Prüfung in Griechisch Niveau B1, Geschichte und Kultur mit Nachweis der Integration erforderlich. Die meisten Investoren wählen diesen Weg nicht, weil für unbefristete Aufenthaltserlaubnis und Staatsbürgerschaft man steuerlicher Resident werden und die Non-Dom-Vorteile verlieren muss. Deshalb bleibt die Golden Visa eine gute Variante für Schengen, Mieteinnahmen und europäischen Status, vorausgesetzt, man arbeitet mit einem erfahrenen Anwalt und kennt die aktuellen regionalen Schwellen. Nun schauen wir uns Schritt für Schritt an, wie man genau eine Aufenthaltserlaubnis in Griechenland erhält, unabhängig vom gewählten Programm, denn die allgemeine Logik ist für die meisten Wege gleich. Unterschiede gibt es nur bei Einkommenshöhe und zusätzlichen Papieren. Alles beginnt mit der richtigen Einreise, dann Dokumenteneinreichung, Wartezeit auf Entscheidung und später Verlängerung. Versteht man diese Abfolge, lassen sich Ablehnungen fast vollständig vermeiden. Erste Etappe: Einreise ins Land. Für die meisten Programme, finanziell Unabhängige, Digitalnomaden, Studenten- und Familienzusammenführung, reisen Sie zuerst mit einem nationalen Visum Typ D ein, das Sie im griechischen Konsulat Ihres Landes erhalten, oder, wenn Ihr Land visafreie Einreise erlaubt, kommen als Tourist für 90 Tage und reichen die Dokumente bereits in Griechenland ein über das sogenannte One-Stop-Shop-Verfahren für die Golden Visa, und einige Arbeitsverträge ist die Einreise ebenfalls meist touristisch, weil die Biometrie vor Ort erfolgt. Wichtig: den Touristenaufenthalt nicht überschreiten bis zur Einreichung, sonst automatische Ablehnung. Zweite Etappe: Antrag auf Aufenthaltserlaubnis. Das erfolgt beim Amt für Ausländer und Migration des Ministeriums für Migrationspolitik am künftigen Wohnort. In Athen ist das ein riesiges Büro in der Petrou-Rally-Straße, in Thessaloniki und auf Kreta gibt es eigene Außenstellen, auf kleinen Inseln manchmal über die Gemeinde. Die Terminbuchung für die Einreichung ist ausschließlich online über die Plattform gov.gr. Die Wartelisten sind derzeit 2 bis 4 Monate lang, deshalb sofort nach Ankunft Termin reservieren. Sie kommen persönlich, geben Biometrie, Fotos und Fingerabdrücke ab, übergeben Originale und erhalten das vorläufige Papier Blue Paper, das den Aufenthalt bis zum Erhalt der Plastikkarte vollständig legalisiert. Der obligatorische Dokumentensatz ist grundsätzlich für alle Programme gleich, egal ob Nomade oder Investor. Erstens Reisepass, gültig mindestens 1 Jahr nach dem geplanten Ende der Aufenthaltserlaubnis. Zweitens 4 identische Farbfotos, 3,5 x 4,5 cm. Drittens Krankenversicherung von einer anerkannten griechischen oder internationalen Gesellschaft mit Mindestdeckung 30.000 € für Notfall und Krankenhaus. Die Police muss die gesamte beantragte Aufenthaltsdauer abdecken. Viertens Wohnsitznachweis. Entweder Mietvertrag mindestens 1 Jahr, registriert im Steuersystem Taxisnet, notarielle Eigentumsurkunde oder notarielle Erklärung des Vermieters, dass er Ihnen kostenlos Unterkunft gewährt.
5. Nachweis ausreichenden Einkommens, für finanziell Unabhängige und Nomaden mindestens 3.500 Euro, monatlich für den Hauptantragsteller plus 700 Euro für den Ehepartner und 525 Euro pro Kind. Das Geld muss aus dem Ausland kommen, Bargeld auf Konto zählt nicht. 6. Aktuelle Führungszeugnisse aus dem Heimatland und allen Ländern, in denen Sie die letzten 5 Jahre gelebt haben, mit Apostille und offizieller Übersetzung ins Griechische. Alle ausländischen Dokumente müssen ohne Ausnahme apostilliert und von einem zertifizierten Übersetzer übersetzt sein. Die Liste finden Sie auf der Website des griechischen Außenministeriums. Die Bearbeitungszeiten liegen derzeit bei 3 bis 8 Monaten je nach Region und Auslastung, in Athen länger, auf den Inseln schneller. Während des Wartens erlaubt das Blue Paper Leben in Griechenland beliebiges Ein- und Ausreisen im Schengen-Raum, aber keine Arbeit, wenn das Programm das nicht vorsieht. Die Aufenthaltstitelkarte wird per SMS angekündigt, wenn sie fertig ist. Abholen persönlich oder durch Anwalt mit notarieller Vollmacht. Die Verlängerung beantragt man 2 Monate vor Ablauf der aktuellen Aufenthaltserlaubnis, aber nicht früher als 4 Monate, wieder Online-Termin, dasselbe Amt, dieselben Dokumente, nur aktualisiert, neue Versicherung, Einkommensnachweis des letzten Jahres, neuer Mietvertrag oder Wohnsitznachweis. Bei Ordnungsmäßigkeit verlängern sie in der Regel um 3 Jahre für finanziell Unabhängige und Nomaden, dann wieder 3 Jahre und so weiter unbegrenzt, solange die Bedingungen erfüllt sind. Die häufigsten Ablehnungsgründe bei Einreichung und Verlängerung sind unvollständiger Dokumentensatz, fehlende Apostille oder Übersetzung, Versicherung von nicht anerkannter Gesellschaft, Mietvertrag nicht in Taxisnet registriert, Einkommen unter dem erforderlichen oder aus griechischen Quellen, abgelaufenes Führungszeugnis, Versuch aus einer anderen Region einzureichen, in der man nicht lebt, oder Einreichung nach Ablauf der 90 Touristentage ohne Typ-D-Visum. Ein weiterer typischer Fehler: Leute zeigen Geld auf einem nach der Ankunft eröffneten griechischen Konto. Das wird nicht akzeptiert. Das Einkommen muss passiv oder remote aus dem Ausland sein. Kontoauszüge der letzten 6 bis 12 Monate vor Einreichung wichtige Nuancen, die vor Ablehnung schützen. Immer Anwalt oder spezialisierten Relocator nutzen, die kennen die aktuellen Anforderungen, denn die Regeln ändern sich mehrmals im Jahr. Mietvertrag innerhalb von 30 Tagen nach Unterzeichnung in Taxisnet registrieren, sonst ungültig für die Migrationsbehörde, Versicherung gleich für 2-3 Jahre abschließen, günstiger und spart Probleme bei Verlängerung. Bankkonto sofort nach Erhalt des Blue Paper eröffnen, das wird für alles benötigt. Und vor allem nie bei Einkommen lügen oder Dokumente fälschen. Die Griechen prüfen alles über internationale Datenbanken und Banken, bei Fälschungen sofort Abschiebung mit 10-jährigem Einreiseverbot. Wenn man alles richtig macht und Einkommensreserve hat, ist die Erlangung einer Aufenthaltserlaubnis in Griechenland ein Routinevorgang, der bei den meisten Antragstellern ohne Überraschungen verläuft. Nach Erhalt der Aufenthaltserlaubnis denken viele an permanenten Status und Staatsbürgerschaft, doch hier ist der entscheidende Punkt das tatsächliche Leben in Griechenland, nicht nur das Vorhandensein der Karte. Die unbefristete Aufenthaltserlaubnis oder langfristiger EU-Resident ist nach 5 Jahren ununterbrochenem legalen Aufenthalt mit mindestens 183 Tagen Präsenz pro Jahr möglich, sonst wird der Zähler zurückgesetzt. Die unbefristete Aufenthaltserlaubnis gilt lebenslang, die Karte wird alle 5 Jahre erneuert, Rechte fast wie bei Bürgern außer Wahlrecht. Für die Einbürgerung ist der Standardzeitraum 7 Jahre tatsächlicher Aufenthalt zum Zeitpunkt der Antragstellung. Ehepartner griechischer Staatsbürger können nach 3 Jahren Ehe einreichen oder nach 2 Jahren bei gemeinsamem Kind, Eltern von Kindern mit griechischer Staatsbürgerschaft ebenfalls 3 Jahre. Die Integrationsanforderungen sind streng. Griechisch-Zertifikat, B1, bestandene Prüfung zu Geschichte, Kultur und Staatsaufbau plus Vorstellungsgespräch zu Bindungen an Griechenland, Arbeit, Steuern und Fehlen von Verstößen.
Der übliche Weg beginnt mit normaler Aufenthaltserlaubnis, dann nach 5 Jahren unbefristete Aufenthaltserlaubnis und die Staatsbürgerschaft ist direkt nach 7 Jahren Gesamtaufenthalt möglich, ohne obligatorische unbefristete Aufenthaltserlaubnis. Am schnellsten erhalten Ehepartner und Eltern griechischer Staatsbürger. Sie schaffen es oft in 4 bis 5 Jahren insgesamt Investoren mit Golden Visa, Digitalnomaden oder finanziell Unabhängige gehen den langen Weg, weil sie selten permanent im Land leben und ihr Zähler ohne reale Präsenz gar nicht startet. Mit dem Pass werden sie vollwertiger EU-Bürger, Griechenland erlaubt, Doppelstaatsbürgerschaft ohne Probleme. Der Arbeitsmarkt in Griechenland bleibt schwierig, die offizielle Arbeitslosenquote liegt bei 10 bis 12%, bei Jugendlichen bis 25 Jahren bis zu 30%, das durchschnittliche Nettogehalt im Land etwa 1.200 €, in Athen und auf großen Inseln etwas höher bis 1.500, in Regionen und Saisonjobs oft 800 bis 900 €. Die meisten Stellen sind im Tourismus, Landwirtschaft, Bauwesen und Handel, gut bezahlte Positionen selten und verlangen fast immer Griechisch plus EU-Erfahrung. Für Ausländer ohne EU-Pass ist legale Arbeit nur in Mangelberufen realistisch. Der Arbeitgeber muss dem Arbeitsministerium nachweisen, dass er keinen Griechen oder EU-Bürger gefunden hat. Erst dann stellt er eine Einladung aus und man erhält Arbeitsvisa Typ D mit Aufenthaltsrecht. Die gefragtesten Berufe für Ausländer sind Programmierer und IT-Spezialisten, Ingenieure für erneuerbare Energien, medizinisches Personal, besonders Krankenschwestern und Physiotherapeuten, qualifizierte Köche und Kreuzfahrtmitarbeiter sowie Saisonarbeiter bei Oliven- und Obsternte mit albanischen und pakistanischen Quoten. Das Visa nach Vertrag ist an den konkreten Arbeitgeber gebunden, Jobwechsel erfordert neues Verfahren. Remote-Arbeit unterscheidet sich radikal. Sie arbeiten für ein ausländisches Unternehmen mit Digital-Nomad-Visa oder finanziell Unabhängigen, zahlen Steuern zu Hause oder gar nicht in Griechenland in den ersten Jahren, Gehalt 2- bis 3-mal höher als lokal und niemand kontrolliert den Zeitplan. Lokale Arbeit gibt Sozialpaket und Anrechnung für künftige unbefristete Aufenthaltserlaubnis oder Staatsbürgerschaft, aber Gehälter niedrig und Karrierewachstum begrenzt. Deshalb bevorzugen die meisten Expats mit gutem Einkommen Remote-Arbeit und leben in Griechenland wegen Lebensqualität, nicht wegen lokaler Karriere. Mietpreise in Griechenland hängen stark von Region und Saison ab. In Athen kostet ein Studio- oder Einzimmerwohnung in normalem Viertel 700 bis 1.000 € monatlich, Zweizimmer von 1.000 bis 1.500, im Zentrum und in Prestigevierteln wie Kolonaki oder Glyfada leicht über 2.000. In Thessaloniki ist alles 20 bis 30% günstiger. Hier bekommt man für 600 bis 800 € eine gute Zweizimmerwohnung im Zentrum. Auf dem Festland in kleineren Städten wie Volos oder Kalamata kommt man mit 400 bis 500 € für eine vollständige Wohnung hin. Auf Inseln außerhalb der Hochsaison bieten Kreta und Rhodos ab 500 €, aber im Sommer verdoppeln sich die Preise. Und auf Mykonos und Santorini findet man selbst im Winter kaum etwas Ordentliches unter 1.200. Der Markt läuft über Agenturen und Online-Plattformen wie Spitogetos und XE, viele Angebote direkt von Eigentümern in Facebook-Gruppen, aber fast immer wird Kaution von 1 bis 2 Monaten und Mindestvertrag 1 Jahr verlangt, oft mit obligatorischer Registrierung im System Taxisnet. Wichtig prüfen, dass die Nebenkosten nicht astronomisch sind, besonders Strom im Winter wegen Heizgeräten, und dass die Wohnung mindestens Energieeffizienz Klasse B hat, sonst fressen die Rechnungen die gesamte Ersparnis. Genau deshalb verlassen die meisten Expats schnell die Touristenzentren und ziehen in Schlafviertel von Athen wie Chalandri oder Ilioupoli, Vororte von Thessaloniki oder nicht-touristische Ortschaften auf Kreta und dem Peloponnes. Dort sind Preise halb so hoch oder weniger, ruhiger, Parkplätze vorhanden und echtes griechisches Leben ohne Menschenmassen und überteuerten Preisen. Die Lebenshaltungskosten in Griechenland gehören zu den günstigsten in der EU.
besonders wenn man Touristenfallen meidet und selbst kocht. Für Essen gibt man 300 bis 500 € monatlich pro Person aus, wenn man in Discountern und auf Märkten einkauft. Frisches Gemüse, Obst, Käse, Olivenöl und Fisch kosten fast nichts, Fleisch und Fisch schon mehr, 10 bis 12 € pro Kilo. Nebenkosten für 80 Quadratmeter Wohnung etwa 150 € im Winter und 70 im Sommer, unbegrenztes Internet 30 bis 40 €, Mobilfunk mit großem Datenpaket 10 bis 15 €, Monatskarte, ÖPNV 30 €, Krankenversicherung für Aufenthalt 100 bis 200 €, monatlich Minimalbudget mit bescheidener Miete, Selbstkochen und seltenem Kaffee liegt bei 1.200 bis 1.400 € für eine Person, komfortables Niveau mit guter Wohnung, Restaurants, Auto und Reisen beginnt bei 2.000 € pro Person und 3.500 bis 4.000 für eine Familie. Neulinge sind meist schockiert von Heizkosten in alten Häusern, Preisen für importierten Alkohol, Elektronik, Markenkleidung und Benzin um 2 € pro Liter, freuen sich aber darüber, wie günstig Dienstleistungen, Kaffee to go, Wein und frische Produkte sind. Am Ende lässt sich bei vernünftigem Ansatz hier sehr komfortabel leben, sogar mit durchschnittlichem Remote-Gehalt. Zum Thema Medizin. In Griechenland gibt es staatliche und private Systeme. Für Expats mit Aufenthaltserlaubnis wird das Private meist zur Hauptoption wegen Geschwindigkeit und Qualität. Das Staatliche ist kostenlos, wenn man Beiträge zahlt oder die Versicherung übernimmt, aber Termin beim guten Spezialisten kann Monate dauern und in der Provinz ist die Ausstattung nicht immer modern. Deshalb gehen die meisten mit normalem Einkommen direkt in Privatkliniken. Termin morgen, alles auf Englisch und ohne Warteschlangen. Arztbesuch 50 bis 80 €, Komplettcheck 300 bis 500. Die Aufenthaltsversicherung übernimmt den Großteil und Ausländer fühlen sich absolut wohl. Ärzte sind an Expats gewöhnt, Kliniken in Athen und auf großen Inseln auf europäischem Niveau. Ein weiterer wichtiger Punkt, den man nicht übersehen darf, sind die Steuern, denn viele ziehen um, ohne zu verstehen, wann Griechenland sie als eigene steuerliche Residenten betrachtet. Das passiert automatisch nach 130 Tagen im Jahr oder wenn der Lebensmittelpunkt eindeutig in Griechenland liegt, Familie, Wohnung, Kinder in Schule. Dann fällt das gesamte Welteinkommen unter die griechische Progression von 9 bis 44% plus Solidaritätszuschlag, aber es gibt Rettungsringe. Rentner zahlen nur 7% auf ausländische Rente 10 Jahre lang und im Non-Dom-Programm neue Residenten pauschal 100.000 € jährlich unabhängig vom Einkommen 15 Jahre. Wichtig, keine typischen Fehler machen, Steuererklärung nicht fristgerecht abgeben, Mieteinnahmen oder Krypto verbergen, ausländische Konten nicht eröffnen und deklarieren, sonst automatische Prüfung, riesige Strafen und Probleme bei Verlängerung der Aufenthaltserlaubnis und schließlich die Sicherheit, die oft entscheidend für Familien mit Kindern ist. Griechenland bleibt eines der sichersten Länder Europas, schwere Kriminalität extrem selten und das Alltagsleben ruhig sogar im Vergleich zu anderen Südländern. Klar, in Touristenvierteln von Athen und Thessaloniki arbeiten im Sommer Taschendiebe und in Gegenden wie Omonia sollte man nachts besser nicht allein spazieren, aber sobald man in normalen Wohnvierteln, Vororten oder auf Inseln wohnt, ist das Sicherheitsniveau überwältigend. Kinder gehen ab der 1. Klasse allein zur Schule. Frauen joggen abends, Autos und Häuser lässt man offen Expats sagen, übereinstimmend, dass man hier endlich entspannen und nicht ständig über die Schulter schauen muss. Genau deshalb wählen viele Griechenland als Ort für ein ruhiges Leben am Meer. Die Griechen sind von Mentalität sehr offene und gastfreundliche Menschen, besonders gegenüber denen, die ihr Land, ihre Kultur respektieren und zumindest versuchen, ein paar Worte Griechisch zu sprechen. Im täglichen Umgang sind sie emotional, lieben lange Gespräche, mit Rat zu helfen oder sogar einen Fremden auf einen Kaffee einzuladen.
ist normal. Die Sprachbarriere existiert. In Touristenorten und bei Jugendlichen spricht man gut Englisch, aber in Polikliniken, Banken, Geschäften außerhalb des Zentrums und vor allem bei Älteren geht ohne Griechisch wenig. Grundkenntnisse. A1 bis A2 erleichtern das Leben enorm und öffnen Türen. Expat-Communities sind riesig und aktiv. Besonders russisch- und englischsprachige Gruppen auf Facebook, Telegram und Foren. Dort teilt man Kontakte zu Ärzten, Anwälten, Vermietungen und trifft sich einfach auf einen Kaffee. In das griechische Leben einzutauchen ist leicht, wenn man zu lokalen Festen geht, in Tavernen einkehrt und lächelt. Nach ein paar Monaten hat man schon Nachbarn als Freunde und das Gefühl von zu Hause. Damit dieses Gefühl nicht getrübt wird, sollte man von Anfang an die größten Stolpersteine kennen, ohne die eine Umsiedlung selten auskommt. Die Bürokratie hier ist langsam und unberechenbar. Termine für Dokumente, Monate im Voraus, Bearbeitungszeiten ziehen sich, Termine werden verschoben und das griechische Avrio, morgen, kann eine Woche bedeuten, Fehler in Dokumenten, fehlende Apostille, falsche Übersetzung oder falsches Formular führen zu Ablehnungen und Zeitverlust, und das Nichtverstehen des Unterschieds zwischen Visa und Programmen ist der Hauptgrund für Abschiebungen an der Grenze. Das Klima bringt Überraschungen. Hohe Luftfeuchtigkeit im Winter an der Küste führt zu Schimmel und Erkältungen, Sommerhitze über 35 Grad zehrt an den Kräften und auf den Inseln fallen Preise außerhalb der Saison, steigen aber im Sommer 2- bis 3-fach, Fähren fahren seltener und man fühlt sich isoliert. Deshalb direkt nach der Ankunft 3 Dinge erledigen: im Rathaus für die Steuernummer AFM und den Taxisnet-Code registrieren, Bankkonto eröffnen und einen guten Anwalt oder Relocator finden, der die aktuellen Regeln kennt. Am Anfang nicht versuchen, alles selbst zu machen, das wird teurer und länger, besser ein paar 100 € einem Profi zahlen und Ablehnungen vermeiden. Für schnelle Anpassung sofort Griechisch Grundkenntnisse lernen, wenigstens mit Duolingo, auf lokale Märkte und kleine Tavernen gehen, Expat-Chats der eigenen Stadt beitreten. Dort empfehlen sie zuverlässige Ärzte, Friseure und wo man anständigen Borscht kaufen kann. Informationen aus offiziellen Quellen gov.gr und Entergrease holen, mit lokalen Behörden über Anwalt oder Übersetzer-App kommunizieren und schon nach 1 bis 2 Monaten fühlt sich Griechenland wie ein echtes Zuhause an. Zusammenfassend ist der Umzug nach Griechenland ein realer und absolut machbarer Plan für alle, die bereit sind, sich örtliche Dokumente zu verstehen, das passende Programm zu wählen und den lokalen, entspannten Lebensrhythmus am Meer zu akzeptieren. Haben Sie schon entschieden, welches Visum am besten zu Ihnen passt? Schreiben Sie in die Kommentare, welcher Teil des Videos für Sie am nützlichsten war. Gebt einen Like, drückt die Glocke und teilt mit Freunden. Vielleicht hilft diese Information jemandem bei der Entscheidung. Vielen herzlichen Dank, dass Sie bei uns waren und dieses lange Video bis zum Ende geschaut haben. Das bedeutet uns wirklich viel. Möge jeder von Ihnen jenen Ort auf der Erde finden, an dem das Herz ruhiger schlägt und die Seele singt, wo auch immer er sein mag. Wir sehen uns in den nächsten Videos. Bis bald am Meer.